Hallo, der Pyraminx Duo. Ein einfach zu lösendes Puzzle. Du kannst es völlig intuitiv lösen und brauchst keine einzige Zugfolge dafür auswendig zu lernen. Er ist der kleine Bruder vom normalen Pyraminx und da braucht man normalerweise Zugfolgen, um diese Steine hier zu tauschen. Liegt super in der Hand und klickt ein bisschen, aber das passt perfekt. Und es fällt auf beim Drehen, dass du immer, wenn du eine Ecke drehst, sich auch die Mittelsteine mitbewegen. Das heißt, das muss man beim Lösen etwas im Hinterkopf haben. Und wenn du möchtest, dann halte das Video kurz an, pausiere es und schau, ob du den Pyraminx Duo einfach so lösen kannst. Ja, und ich gebe dir jetzt eine Möglichkeit mit, wie das relativ einfach zu bewerkstelligen ist. Wir beginnen mit der blauen Fläche. Hier ist ein blauer, hier ist ein blauer, hier haben wir auch einen und irgendwo muss auch noch der Mittelteil versteckt sein. Und wo die blaue Fläche jetzt wirklich ist, findest du ganz leicht heraus. Du drehst dir den Pyraminx Duo so lange, bis du eine Ecke findest, die kein Blau hat. Dann weißt du, Blau liegt genau gegenüber. Das heißt, Blau muss hier herunten liegen und das ist auch logisch, weil hier kann ich es runterdrehen, hier kann ich es auch runterdrehen und hier ist es schon runtergedreht. Also, das mache ich jetzt gleich mal. Ich drehe mir den hierher und habe jetzt schon zwei. Und den dritten, den könnte ich jetzt relativ einfach einsetzen, aber dann habe ich eine falsche Mitte hier herinnen und darum mache ich das noch nicht, sondern ich suche mir jetzt, wo die Mitte ist. Die könnte beispielsweise hier sein, wie in unserem Fall, oder sie könnte auch hier unten sein. Und die möchte ich jetzt einfach mit dieser Ecke verbinden oder pairen. Und das kann ich relativ einfach tun, indem ich die hier herüberbringe. Es würde nichts bringen, wenn ich die Ecke hier herüberbringe, weil da dreht sich ja die Mitte wieder mit und die wäre dann an der richtigen Stelle, aber hier würde es falsch sein. Das heißt, jetzt sozusagen auf der Hinterseite arbeiten, blau ist ja hier, rüberdrehen und jetzt habe ich die beiden hier verbunden oder gepaart und damit bin ich eigentlich schon fast fertig. Wenn ich jetzt blau komplettiere, dann siehst du, dass auch Gelb, Rot und Grün soweit schon fertig sind, aber hier die obere Spitze oder Ecke noch nicht passt, aber mit einem Zug ist das auch fertig. Übrigens, den Pyraminx Duo kann man, egal aus welcher Position er verdreht ist, in 4 Zügen lösen. Schreib mir mal in die Kommentare, ob das bei dir auch funktioniert hat und ansonsten wünsche ich dir immer viel Spaß beim Cuben und Kanal abonnieren nicht vergessen.